Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video zeige ich euch, wie ich die Adern herstelle, die dann ins Instrument eingelegt werden. Mehr davon, wie immer, nach dem Intro. Danke, Tobias! Prinzipiell einmal zu den Adern. Warum braucht man die? Es hat ästhetische Funktion und es hat natürlich auch Funktion, dass die Rissbildung auf dem Instrument nicht so einfach passiert. Und schwingungstechnisch ist es auch nicht schlecht, wenn Adern drinnen sind. Jetzt geht es um das Spielchen. Brauche ich Adern, die sehr präzis gemacht sind, sprich, wo das Ebenholz beiderseits und das Ahorn sehr gleichmäßig in der Stärke sind. Dann, wie es zum Beispiel beim Stradivari-Instrument ist, da sind sie relativ sauber drinnen. Es gibt aber andere Instrumente, wo das sehr ungleichmäßig ist. Die muss man dann im Prinzip ein bisschen anders noch machen. Ja? Die nächste Unterscheidung ist die, habe ich eine Adern, die sozusagen aus Ebenholz, Ahorn, Ebenholz sind, oder es gibt da die Möglichkeit, es wird angeboten im Handel, ich selber verwende nicht, das ist so ein Glasfiber- oder Kohlefaserstreifchen. Ja? Das wird verleimt. Ich halte von dem Material nichts. Das hat nur den Vorteil, dass es sozusagen nicht so leicht bricht wie ein Ebenholz, aber es werden die Werkzeuge schneller stumpf und das ist ein Material, das ich als unnatürlich empfinde und das hat in meiner Meinung nach vom Instrument einfach nichts verloren. Ja? Wobei ich zugeben muss, viele Jährchen früher habe ich das auch mal verwendet und bin aber da wieder weggekommen, weil es einfach nicht das ist, was ich mir vorstelle. So. Das nächste ist, wenn man eine Adern macht, dann hat man sozusagen einmal grob gesägte Blätter aus Ebenholz, das sind noch stärker. Die schneide ich persönlich mit einer Kreissäge runter, wo das Bladel also eine Schnittstärke von ungefähr 1,5 mm hat. Ja. Ist auch der Grund, warum ich die nicht Prader oder Hecher herrichte, weil das natürlich ein kleineres Bladel ist, das an und für sich für so eine Furnierkreissäge ist. Ja. Und das geht sich aber klasse aus, dass man da sozusagen dann nur schneiden kann, wenn man es verleimt hat, dass man für Instrumente eine Knur hat. Dann braucht man immer Ahornholz dazu, das ist auch vorher dicker geschnitten und das wird dann dünner gezogen. Also in Wirklichkeit ist es was, das wie mit einem Schabhobel dünner gemacht wird. Ja? Und das schauen wir uns jetzt einmal an und da kommt es jetzt mit auf den anderen Platz. Also, jetzt sage ich euch, wie ich das praktisch mache, dass ich die grob geschnittenen und gesägten Teile von der Ader, sprich Ebenholz und Ahorn, auf ein ganz genaues Maß oberziehe. Ja? Dazu habe ich mir eine Vorrichtung gemacht, wo im Prinzip ein Hobeleisen drinnen ist, das ungefähr 88 Grad Winkel hat, also faktisch senkrecht oder fast senkrecht steht auf genau diese Fläche da. Ja? Und nach oben hin ist das Eisen sozusagen einfach ein Stückchen freigeschliffen, dass man reinkommt mit dem Ding. Dann braucht man Beißzangen, wo ich mir vorhin im Prinzip die Schneide ein bisschen gekappt habe, damit ich es nicht anzwicke, das Holzstrafferl. Ja? Und ich gehe dann her und tue nichts anderes wie, dass ich es halte, ja? Und dass ich anfange ziehen. Das heißt, ich gehe her und es entsteht dann auf der Hinterseite wieder Spauen antragen. Ja? Das kann man umdrehen auch noch. Und da ist sozusagen der Schmäh der, dass das Eisen natürlich scharf sein muss. Auf der anderen Seite ist es so, je dünner diese Streifchen dann werden, ja, desto weniger kann man zustellen. Das heißt, desto weniger Spauen nimmt man an. Ja? Weil sonst kann es einfach passieren, dass das Zeug reißen anfängt. Ja? Und es kommt dann noch darauf an, dass man, wenn man merkt, dass es fest geht, dann kann man hergehen und das so leicht nach oben hin tun, weil dann fädelt es sich selber wieder raus, falls es streng geht. Und ansonsten zieht man es relativ gerade oder ein kleines bisschen nach unten, dass es sauber gemacht wird. Jetzt stellen wir das Ganze nach, ja, indem wir hergehen und da ein ganz kleines bisschen zustellen. Das Eisen muss auch dick genug sein, dass es ja nicht flattern anfängt. Ja? Aber dann ist es im Prinzip eine relativ leichte Angelegenheit.
Je schärfer das Hobeleisen geschliffen ist, desto leichter zirkt man es natürlich auch und desto glatter wird die Oberflächen. Was dann beim Verleimen ein Thema ist, weil wenn die relativ rau ist und der feuchte Leim aufkommt, dann stellt sich da alles auf, was sie nicht aufstellen soll. Ja? Und das gleiche mache ich natürlich auch mit dem Ebenholz. Dann braucht man dazu noch einen Messschieber, um das zu kontrollieren. Das zeige ich euch jetzt nachher. Jetzt messen wir mal das eine und schauen uns einmal an, wie viel das jetzt hat. Jetzt haben wir 0,66 mm. Und zwar, das ist sehr verlässlich, überall gleich. Ja? Ist auch logisch, dass das so ist. Ja? So, dann stellen wir es leicht nach. Ja? Und wie gesagt, je dünner die werden diese Brettchen, desto weniger stellt man zu, desto weniger Spann nimmt man an. Ja? Es geht leichter zum Ziehen und die Gefahr, dass was bricht, ist dann auch nicht da. Ja? Und wie wir es auch bei anderen Videos schon gehabt haben, an sich ist das Baby leicht. Jetzt messen wir es wieder. Jetzt haben wir 0,64, das heißt 200 weggenommen. Und man kann da jetzt oben gehen und kann im Prinzip diese Bretterl bis auf, sagen wir mal, 15 Hundertstel oberziehen. Das geht tatsächlich. Das ist was, also ich kaufe zum Beispiel sowas nicht fertig. Ja? Das ist was auch unbedingt notwendig ist, wenn man jetzt restauriert und das gehört irgendwo auch da austauscht. Dann misst man sich mal genau aus, was ist das für Material. Also man schaut sich an, was ist das für Material. Und dann zieht man sich die Straffeln, egal ob es jetzt aus Buchenholz ist, ob es aus einem Wacholderbaum ist, ob es aus einem Ebenholz ist, ob es aus einem Ahorn ist. Das ist vollkommen wurscht. Man muss die richtigen Materialien wählen, dass man es nachher nicht kennt. Und man zieht sich das dann raus. Wenn es ungleichmäßige Adern sind, weil die das damals anders gemacht haben, ja, dann muss man noch hergehen und das im Prinzip, so wie man die Zagen auch aushobelt, ja, spannt man sich das auch ein und zieht es mit der Ziegelung dann aus, dass es ungleichmäßig wird, wenn man das braucht. Das ist jetzt einmal so, wie man das macht und dann geht man im Prinzip nur her und bereitet sich das vor zum Verleimen. Aber das zeige ich euch wieder an meinem, ja, wie soll ich sagen, Filmtisch. Ja. In Wirklichkeit haben wir jetzt auf der Vorrichtung das Streifchen oberzogen, ja, dass sie eine bestimmte Stärke haben. Und ich verleime es dann so, da habe ich mir so ein Bredel gekriegt mit 2 Filzstreifen drinnen. Ja. Man sieht das da sind noch ganz kleine Leimrückstände vom vorigen Mal leimen, was aber nicht das Problem ist. Das heißt, ich lege mir das Zeug auf, ja, gehe dann her und streiche nur den weißen mittleren Ahornstreifen mit Leim beiderseits an, lege das auf und ich gebe da deswegen einen Filz dazu, weil ich diese Vorrichtung auch verwenden kann, dann kommt das zweite drauf, wenn ich zum Beispiel unregelmäßige Adern haben will, weil die würden dann zwischen so einem geraden Bredel nicht funktionieren. Ja? So, wird aufgelegt auf, dann kommt das zweite Bredel drauf und das wird nachher im Prinzip einfach nur mit Zwingern zusammengespannt, so alle, was weiß ich, 3-4 cm Zwingerlaufe. Durch den Filz, aber wenn es ungleichmäßig sind, funktioniert die Verleimung überall. Und ich habe letztendlich dann also ein Bretterl, wo 3 verleimt sind, wo man dann die Adern oberschneiden kann und das Zeug schaut dann so aus, wenn das geschnitten ist. Das heißt, ich habe außen das Ebenholz, ich habe innen dann ein Ahorn und außen wieder das Ebenholz. Und das ist das, wie es vorbereitet ist. Jetzt gibt es noch 2 Möglichkeiten. Ich kann das gerade verleimen, dann biege ich das beim Einlegen von den Adern in den Aderngraben und beim Einleimen biege ich mir das sozusagen am Biegeeisen vor. Ja? Oder
Ich kann es, wenn ich zum Beispiel so eine spezielleren Adern mache, wie sie in einer Hillier Stradivari drinnen sind oder in diesen spanischen Instrumenten, dann mache ich mir das so, dass ich das bereits Bogen verleime. Ja? Ist an sich auch kein Problem, nur muss man halt eine Spannvorrichtung haben, wo man es von beider Seiten mit einem genauen Abstand inzwischen einleimen und einspannen kann. Das muss schon genau gemacht sein und das ist ein bisschen eine Spülerei, da das Zeug machen, weil sonst haut das nicht hin, weil ich habe eine Fehlverleimung. Weil wenn es irgendwo nicht druckt, ja, dann liegen die Hölzer auch nicht an und das funktioniert dann nicht wirklich. Aber so kann man sie im Prinzip dann beim Einlegen, tut man sie leichter und das wäre, weil das ein Stradivari-Modell ist, das ist dann zum Beispiel was, würde da herkehren, ja, dass man sich vorstellen kann. Und die Bilder habt ihr schon alle mal gesehen. Ja. Das, was man sich genau anschauen muss, und das ist das, warum ich es selber mache, die Adern. Wenn man jetzt ein Instrument restauriert und man muss irgendwo die Adern austauschen, weil sie entweder fehlen oder weil sie schon so aufgewackt sind, dass die schon rauskommen, ja, dann geht man her und dann muss man sich das genau anschauen, was ist drinnen an Material, welche Stärken sind drinnen und mit der Vorrichtung, wie wir es zuerst gesehen haben, lassen sie das sehr präzise herstellen, so dass das nachher auch nicht zum Sehen ist, ob da irgendwo Adern austauscht worden sind. Ja. Das war schon wieder fürs heutige Video. Noch was in eigener Sache. Wir freuen uns natürlich sehr, dass uns immer mehr Leute folgen, abonnieren und Kommentare schreiben und wir freuen uns natürlich auch über die Likes und wir schätzen es ganz besonders, dass auch aus der Verwandtschaft so ein großer Zuspruch kommt. Ja? Für diejenigen, die so als, weiß ich nicht, wie das heißt im Internet, als Codename, ja, 420 Postbus schreiben. Kleiner Tipp, das ist unter Kiefer ein besonderes Codewort. Ich würde es auf 430 Postbus ändern, weil der fährt nämlich auch daher. Ja? Kann ich schon loslegen? Ich würde sagen, ja. Du würdest sagen, ja. Na ja, wenn du sagst ja, dann. Dann geht's schon. Ja, jetzt machst du selber einen Schatten. Du freust dich jetzt aufs Video drehen, oder? Seien wir ehrlich. Oder, und da kommt jetzt mit auf den anderen Platz. Kommt's mit oder nicht? Ja, komm schon. So, jetzt ist das, was da gemacht worden ist. Aber wir haben gesagt, wir warten eben alle zusammen, oder? Sicher, wie Beim Wandertag, auf die Verwandtschaft, ne? 17b, Steckplatz 2 ist Lavalier, nur dass ich das weiß. Lavalier. Levelia. Genau. Und wieder vielleicht 10, 15 Sekunden ruhig, dass wir das Ding haben zum Einschneiden vielleicht. Gut, der Papa schnauft zu laut. Nein, passt schon. Trottel. Machen wir kurze Kaffeepause. So, ja. Die tun alle nur kaufen. Ja. In der Schule tun sie auch nur einkaufen. Das macht keiner selber von denen. Was ich eigentlich ein bisschen blöd finde, weil genau in einer Schule sollte man so Sachen lernen. Es sei denn, das ist also eine 0815 Schule. Warte, auf welche Schule spielst du jetzt genau an? Ich sag nichts ohne Anwalt.